Das ist die Universität Heidelberg. Sie ist die älteste Universität Deutschlands. Hier in Heidelberg kommen Menschen aus aller Welt zusammen. Ihr Ziel ist es, an der Universität ein Studium oder eine Promotion aufzunehmen. Als größte Universität in Baden-Württemberg ist Heidelberg für viele Menschen attraktiv. Im Wintersemester 2019/20 waren rund 28.700 Menschen an der Universität eingeschrieben. Sie konnten aus einem breiten Fächerspektrum wählen. Insgesamt werden 142 Studiengänge angeboten. Diese Vielzahl an Studiengängen organisiert sich in 12 Fakultäten. Die Philosophische Fakultät ist eine davon. In der Philosophischen Fakultät haben sich Disziplinen und Einrichtungen zusammengeschlossen, die die Entwicklungsgeschichte der Menschheit untersuchen. Sie analysieren, wie Menschen in unterschiedlichen Zeiten und Regionen gelebt, gedacht und gesprochen haben. Dabei gehen sie weit in der Zeit zurück. Die Forschungen reichen zeitlich von den frühesten Spuren menschlicher Zivilisation bis in unsere direkte Gegenwart. Inhaltlich liegt der Fokus auf der Geschichte, der Kultur, der Philosophie, den Ideen und den Sprachen. Sie werden für ganz unterschiedliche Regionen der Welt untersucht. Diese umfassen Europa, den Vorderen Orient, Süd- und Ostasien sowie Nordamerika. Was die Aufgaben der Fakultät sind, kann vermutlich niemand besser beantworten als die Geschäftsführerin der Fakultät, Dr. Ann-Kathrin Hake, und Dr. Kai Töpfer, der Qualitätsmanagementbeauftragte. Ich bin Ann-Kathrin Hake, ich bin Fakultätsgeschäftsführerin der Philosophischen Fakultät. Erstmal muss man ja fragen, wofür überhaupt eine Fakultät da ist. Es gibt 3 Hauptaufgaben. Das eine ist die Förderung, Begleitung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern. Konkret ist das die Durchführung von Promotionsverfahren hier im Promotionsbüro, aber auch die Durchführung von Habilitationsverfahren für diejenigen, die die Befähigung zum Professorenamt anstreben. Zum Zweiten organisiert die Fakultät die Berufungsverfahren, die Berufung neuer Professorinnen und Professoren in die Fakultät. Das machen nicht die Institute alleine, sondern das macht die Fakultät. Und drittens finden sich alle 5 Jahre ungefähr, findet sich die Fakultät zusammen, um über die Strukturen nachzudenken und zu planen, wie sie in die Zukunft gehen möchte. Und das findet statt im Fakultätsrat, in dem alle Statusgruppen zusammensitzen und auch zusammen nachdenken können, wie sich die Fakultät zukunftsfähig machen kann. Mein Name ist Kai Töpfer, ich bin der Qualitätsmanagementbeauftragte der Philosophischen Fakultät und arbeite auch als Geschäftsstelle des Studiendekanats. Wir sind dafür da, den Fächern eine Vernetzung zu ermöglichen und so die Weiterentwicklung der Studiengänge zu fördern und auch die Qualitätsentwicklungsmaßnahmen in der Fakultät zu koordinieren. Es gibt Orte, an denen die Fakultät und ihre Aufgaben sichtbar werden. Es gibt Räume, in die man hineingehen kann. Allem voran steht das Dekanat. Es befindet sich in der Vossstraße und liegt direkt am Neckar. Das Dekanat ist die zentrale administrative Einheit der Fakultät. Hier werden die Aufgaben der Fakultät koordiniert. Dafür zuständig sind die Fakultätsgeschäftsführerin Dr. Ann-Kathrin Hake und ihre Kolleginnen. Das Dekanat ist zugleich auch die Anlaufstelle für Lehrende und Studierende. Hier bekommen sie Antworten auf Fragen, die über ihre jeweiligen Seminare und Institute hinausreichen. Im Dekanat befindet sich auch das Promotionsbüro. Es stellt alle Informationen und Unterlagen zusammen, die die Doktorandinnen und Doktoranden für ihr Promotionsverfahren benötigen. Gerade am Anfang und am Ende der Promotion ist das Promotionsbüro von großer Bedeutung. Hier werden die Doktorarbeiten angemeldet und die fertigen Texte abgegeben. Im selben Gebäude ist außerdem das gemeinsame Prüfungsamt untergebracht. Es kümmert sich um alle Prüfungsangelegenheiten der Bachelor- und Masterstudierenden, also vor allem um die Anmeldung und Abgabe der Abschlussarbeiten und das Ausstellen der Zeugnisse. Einen Einblick in das Leben an der Fakultät und der Universität geben uns heute 2 Studierende und 2 Promovierende. I think the very presence of CATS, the Center for Asian and Transcultural Studies, has been a step into that direction because I could attend classes from Indology, which is my department, also from Anthropology, East Asian Studies, or attend colloquiums of the Art History department. So there is a vibrant interdisciplinary culture here. Ich in meiner Doktorarbeit hatte den großen Vorteil, dass ich mich nicht nur auf ein einzelnes Fach beschränken musste, nicht nur in Musikwissenschaft geschrieben habe, sondern dass ich die breiten Möglichkeiten, die die Fakultät bietet, wirklich nutzen konnte, indem ich dann in der Wirtschaftsgeschichte quasi ein zweites Standbein aufbauen konnte.
Ich finde, das Schöne an Studieren in Heidelberg am Geschichtsstudium ist, dass man eben so dezentralisiert an verschiedenen Instituten studieren kann. Also thematisch allein die ganze Welt, die abgedeckt ist und alle Zeiträume. If you're interested, you can sort of taste academic work from across a wide range of discipline. Dass man zwischen den Veranstaltungen auch rauskommt und noch was essen und trinken kann und dann in einem neuen Raum sitzt, das ist schon sehr toll. You can meet with students, the Mensas. I think Heidelberg itself has a very vibrant, the entire life in the city is very student-oriented. That's what I love the most about the city. Meine Hauptbeschäftigung ist das Studium, aber nebenbei bin ich auch in ein paar Gremien aktiv. Im Fachschaftsrat der Sinologie, im Fachrat der Sinologie und dann auf Fakultätsebene in der Studienkommission und im Fakultätsrat. Man muss dafür kandidieren, man wird gewählt, zumindest im Fachrat oder im Fakultätsrat. In der Studienkommission wird man praktisch ernannt. Also im Fakultätsrat geht es vor allen Dingen darum, dass auch die Studierenden, in meinem Fall die Doktorandinnen und Doktoranden an der Universität, eine Stimme haben und bei wichtigen Entscheidungen, die sowohl die Fakultät als Ganzes, aber auch die Ausrichtung von Studium und Lehre betreffen, dass die gehört werden und dass deren Bedürfnisse auch in eine große Runde getragen werden, auch wenn es einen Problemfall geben sollte, ist natürlich die Fakultät dafür da, dann in solchen Fällen zu schlichten oder zu vermitteln. During the pandemic, I was stuck back in India and I had to complete my one-year colloquium to get confirmed as a doctoral student. The employees and colleagues from the Department of Faculty were very helpful in the form fill-up and all the procedures. It was unprecedented, but they were very helpful. I did all of it from India. Ganz toll, eben wie auch Fremdsprachen angebunden werden in die Lehre, dass man oft mit fremdsprachigen Fällen arbeitet, also nicht nur Englisch, sondern auch Französisch und habe ich auch mit Italienisch erlebt und dass ganz natürlich der Unterricht dann auch auf Englisch wechselt und jeder ganz normal mitdiskutiert. Ja, also mir gefällt die Weltoffenheit der Uni Heidelberg und vor allem der Philosophischen Fakultät. Ein Ort, wo man unter Gleichgesinnten seinen Interessen nachgehen kann. Für die Zukunft hoffe ich, dass die enge Zusammenarbeit zwischen den Fächern und auch der interdisziplinäre Austausch, den wir an der Philosophischen Fakultät haben, weitergeführt wird und dass auch kommende Doktorandengenerationen von dieser wirklich engen und fruchtbaren Zusammenarbeit profitieren können.